Und auch heute begrüße ich wieder alle Car-System und Open Car-Freunde hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video, in dem wir uns mit dem Umbau dieses Unimog-Fahrzeuges beschäftigen. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich diesen Schalter hier eingebaut habe und auch was für eine Systematik ich bei meinen Schaltern anwende. Und als zweites zeige ich euch noch, ja, was ich für einen Aufwand gehabt habe, bis diese Britsche hier wieder hier hinten auf das Fahrzeug drauf gepasst hat. Da habe ich ganz schön viel wegschleifen müssen und so weiter. Und das zeige ich auch noch, was ich da gemacht habe und wie ich da dabei vorgegangen bin. Und dann würde ich auch sagen, jetzt fangen wir gleich an und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Zusehen. In dem Video zu welche Teile ihr benötigt, habe ich euch ja schon gezeigt, wo ihr diese Schalter kriegt. Den Link für die Schalter stelle ich euch trotzdem nochmal in die Videobeschreibung. Und bei den einen Ausschaltern, da habe ich mir jetzt eine Systematik bzw. eine Logik hinterlegt und die versuche ich natürlich konsequent einzuhalten. Die zeige ich euch mal kurz, und zwar hole ich da jetzt einfach mal 3 Fahrzeuge hier ins Bild. Und dann seht ihr das, legt ihr einfach mal so verkehrt rum hier hin. Und dann könnt ihr da einfach was, vielleicht sogar schon die Logik erkennen. Und zwar gucke ich, dass ich einmal die Schalter immer auf die gleiche Seite setze. Ja, wäre jetzt eigentlich egal, ob er hier oder hier oder hier sitzt, aber ich gucke halt, dass ich ihn immer auf die Seite setze, wenn ich das Fahrzeug rumgedreht habe. Und was aber am wichtigsten ist, ich habe mir die Logik so gesagt, dass alle Schalter, wenn die nach hinten sind, ja, also Fahrtrichtung hinten sind, ist das Fahrzeug ausgeschaltet. Und immer wenn der Schalter nach vorne ist mein Fahrzeug eingeschaltet. Und diese Logik halte ich oder versuche ich wirklich konsequent einzuhalten. Beziehungsweise, ja, wenn ich die Schalter so einbaue, halte ich die konsequent ein. Das Einzige, sage ich mal, wenn jetzt hier kein Platz ist und ich muss den vielleicht hier hinten irgendwo quer setzen, habe ich ein Fahrzeug bis jetzt gebaut, dann muss ich da natürlich da eine andere Logik mir überlegen. Aber solange ich die Schalter hier an die Seite setze, gucke ich immer, dass ich diese Logik einhalte. Weil somit brauche ich nicht lange zu überlegen. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug hier auf der Ausstellung rumdrehe, brauche ich nicht lange zu überlegen, ist mein Fahrzeug jetzt ein oder ist es aus? Ich drehe es rum, sehe, mein Schalter ist hinten, Fahrzeug aus. Oder, ja, drehe es rum, Schalter ist vorne, mein Fahrzeug ist noch ein. Also da brauche ich dann nicht lang zu überlegen. So, dann tun wir diese Autos wieder weg hier. Und so will ich das natürlich jetzt hier auch bei dem Unimog machen. Ja? Das heißt, mein Schalter, der kommt irgendwo hier auf die Seite. Ja? Müssen wir mal noch gucken jetzt wohin. Und auch hier werde ich so machen, wenn der Schalter vorne ist ein, und wenn er hinten ist aus. Damit ich jetzt weiß, wo ich den hier hinsetzen kann, muss ich natürlich als allererstes mal wieder hier die ganzen Anbauteile irgendwie dran setzen, weil sonst sieht das halt ein bisschen blöd aus, ne? Dazu müssen wir jetzt erstmal gucken, wo da eigentlich was hinkommt. Ich probiere das jetzt einfach mal so. Ja, das kommt hier hin. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich einen Fehler gemacht am Anfang. Ich hätte einfach mal hergehen sollen und hätte mir die ganzen Teile hier, hätte mir das mal abfotografieren sollen, wo die genau sitzen. Das habe ich jetzt echt vergessen. Aber naja, mein Gedächtnis reicht so weit aus, dass ich noch weiß, wo was sitzt. Und ich das jetzt einfach hier mal so aus dem Gedächtnis heraus positioniere. So, also, so. Ja, dann haben wir hier noch, da hätten wir jetzt hier noch diese, die dritte, aber die sitzen hier vorne und da will ich definitiv meinen Schalter nicht hinsetzen, deshalb brauchen wir das Teil schon mal nicht. Und so den anderen Kram, was hier drin sitzt, schaut, da gucke ich noch mal was. Das kommt, glaube ich, hier rein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sowas ist auch immer gefährlich, so die kleinen Teile, die fallen als gern mal weg. Genau, das kommt hier rein. Ja, und jetzt sehe ich, naja, okay. So, und jetzt sehe ich schon mal, naja, in dem Bereich hier,
da ist mal nichts drin. Ne? Jetzt habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, sage ich mal, entweder meinen Schalter hierher zwischen Motor und Rahmen zu setzen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, gefällt mir überhaupt nicht. Weil müsste ich den Motor irgendwann mal wechseln, dann brauche ich hier Platz neben, um vielleicht mit einer Zange oder so reinzufahren. Und wenn dann hier der Schalter direkt nebendran sitzt, geht das nicht mehr. Deshalb sagt mir diese Position hier am wenigsten. Ich werde den Schalter hier hinten hinsetzen. Ja, so ziemlich weit, so weit wie es geht hier zurück, dass wenn ich später, sag ich mal, von der Seite hier reingucke, nicht gleich den Schalter so erkennen kann. Deshalb werden wir den irgendwo hier so in der Position setzen. Wenn er noch zu arg glänzt, malt man halt einfach noch ein bisschen schwarz an. Das erste, was ich machen werde, ist, ich gucke mal, dass man das hier vielleicht so gut in der Kamera erkennen kann. Der hat hier so zwei kleine Knuppel. Die sind halt, wenn ich den auf einer Platine positionieren will, dass ich halt die Position genau habe und so weiter. Ja, aber die brauchen wir hier jetzt nicht. Deshalb schneide ich die erst einfach mal ab. Und das mache ich auch wieder einfach mit meinem kleinen Messer hier. Da fahre ich einfach mal hier so kurz drüber und schon sind die weg. Und dann dadurch ist jetzt hier hinten die Fläche plan. Das nächste ist jetzt, wenn ich jetzt den Schalter hier hinten, wenn ich jetzt gleich hergehe und tue den Schalter hier einfach reinkleben, habe ich später das Problem mit den Drähten also dass ich da Drähte dran gelötet bekomme. Ja, da muss ich dann höllisch aufpassen, dass ich nichts verschmelze und so weiter. Deshalb mache ich das jetzt auch schon vorher. Dazu hole ich mir jetzt wieder meinen selbstgebauten Platinenhalter herbei. Und jetzt schaue ich noch mal kurz, mein Schalter kommt so rein. Das heißt, wenn er vorne ist, brauche ich die zwei Kontakte. Ja. Das heißt, ich klemme den jetzt hier so rein. Und dann werde ich hier einfach zwei 0,3 mm starke Kupferlackdrähte anlöten. Ja, also die sind sehr, sehr, sehr stabil. Aber man darf halt auch nicht vergessen, über den ganzen Schalter bzw. über die ganzen Drähte hier fließt später der komplette Strom, den das Fahrzeug zieht. Und der wird einfach ein bisschen höher sein als jetzt beim Econic, weil er wesentlich mehr Licht kriegen wird. Deshalb gehe ich da jetzt auf 0,3 mm starke Kupferlackdrähte. Natürlich werden die jetzt am Anfang wieder verzinnt. Vor allem wird es immer gut heiß gleich. So, nochmal kurz dran halten. So, also das reicht, wenn das am Anfang so 1-2 mm sind. Das reicht vollkommen. Jetzt verzinne ich noch die zwei Punkte hier. Da muss ich mal ein bisschen rein wieder. Ja, jetzt verzinne ich noch hier die zwei Fahnen, also Beinchen am Schalter. Ja. Ruhig gut verzinnen, dass sie später erhalten. Und dann löte ich die Drähte aber von hier oben drauf. Ja. Also so, nicht von hier hinten, weil dann würden sie wieder, es wäre wieder kontraproduktiv mit der Fläche hinten, weil die will ich ja versuchen, so plan wie es geht zu bekommen. Dann ich löte die hier von oben. So, Nummer 1. Nummer 2. So, jetzt gucken wir nochmal, dass die richtig fest sind. Genau. So. Wunderbar. Jetzt haben wir hier schon zwei Drähte dran. Und jetzt können wir direkt ans Anlöten gehen. Ankleben gehen. Auch hier mache ich das jetzt wieder so, wie ich euch das schon öfters gezeigt habe. Also ich gehe jetzt nicht direkt mit der Sekundenkleberflasche hier hinten an meinen Schalter dran, ja, weil da kommt ein Tropfen raus, der verklebt mir gleich den ganzen Schalter. Das will ich nicht. Deshalb gehe ich jetzt wieder her, mache mir hier einen Tropfen Sekundenkleber auf meine Kunststoffplatte drauf. Den Kleber gleich am besten wieder komplett verschließen. Und jetzt gehe ich einfach her und tue hier hinten ein kleines bisschen Kleber drauf streichen. Nicht viel, das reicht schon vollkommen. Und jetzt werden wir das Teil hier einfach hier so positionieren.
Und am besten ist es immer mit der Pinzette so ein bisschen andrücken. Ja, so richtig will er auch nicht geben. Dann kann man jetzt hier nochmal so ein kleines bisschen Kleber nachsteuern. So. Dann am besten so zwischen Getriebe hier, so hier, am besten mal hier dran und einfach mal fest so mit der Pinzette so drücken, damit richtig Druck auf den Schalter kommt, damit der Sekundenkleber gut haftet und schnell vor allem. So, und jetzt können wir mal den Schalter probieren oder auch nicht. Das kommt davon, genau das kommt davon, wenn man es zu schnell macht. Wenn man halt einfach nicht abwarten kann und dann gleich weitermachen will, dann passiert halt einfach sowas. Dann löst das sich wieder und ja, ihr habt die doppelte Arbeit. So, Wartezeit rum. Mein Schalter ist jetzt schön fest. Er funktioniert auch noch. Ich kann noch hin und her schalten. Alles perfekt. Und somit sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir, sag ich mal, für ein Open-Car-Fahrzeug eigentlich alles drin haben. An Mechanikkomponenten jetzt erstmal, die wir eigentlich überhaupt brauchen. Wir haben die Lenkachse drin, wir haben den Antrieb drin und wir haben unseren einen Ausschalter drin. Jeder, der jetzt ein normales Car-System-Auto baut, der muss natürlich hier noch seinen Reed-Kontakt irgendwo unterbringen. Und ja, das sieht man halt jetzt schon mal bei dem Auto hier. Wird halt mit einem Reed-Kontakt schon problematisch. Ja, da habe ich jetzt nicht gerade so riesen Brocken irgendwie, oder ja, da ist in dem Rahmen ist nicht mehr so allzu viel Platz, dass ich jetzt, sage ich mal, so einen größeren Reed-Kontakt hier einbauen kann. Zum Glück baue ich ja Open-Car-System, da habe ich mit den Teilen nichts mehr am Hut. Und die optische Stoppstelle, das werdet ihr nachher sehen, die kriegen wir überall rein. Ne? Das nächste, was ich jetzt auch noch gucken werde, ist, wir haben ja das Auto hier schön zerlegt, dass wir richtig viel Platz haben, um da einfach zu arbeiten zu können und dass uns nichts kaputt geht dabei. Das nächste Problem ist halt, ja, jetzt muss natürlich das Auto auch wieder in den Zustand, dass ich später da das Auto wieder zusammenbauen kann. Ne? Bringt mir nichts, wenn da jetzt alles schön drin ist und ich dann irgendwann sage, jetzt will ich die Britsche drauf machen und dann merke, scheiße, geht nicht mehr, ne? Mist. Und habe dann hier alles schon verkabelt, dann wird es auch wieder blöd. Deshalb, auch wenn ich die jetzt nachher gleich wieder runter mache, gucke ich jetzt trotzdem, dass die erst wieder drauf passt. So, dazu gehe ich jetzt erstmal her, biege mal meine beiden Kupferlackdrähte hier ein bisschen weg und gucke jetzt erstmal, dass ich die hier wieder drauf gesetzt kriege. Die war ja mit den zwei Knuppel hier hinten, war die hier drauf gesetzt. So, jetzt sehe ich schon, ja, da hinten passt's, aber ja, so richtig passt das jetzt nicht mehr, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut erkennen kann. Nee, nicht wirklich. Dann versuche ich es euch mal so zu erklären. Wenn ich die jetzt hier hinten drauf setze, dann kollidiert hier vorne diese zwei Halterungen. Ich zeige es euch gleich nochmal. Die kollidieren mit meinem Motor. Und zwar die zwei hier. Ja. Das sind die zwei Punkte, wo quasi meine Britsche hier hinten hier drauf liegt. Auf dem Rahmen wieder. Und da ist halt einfach das hier zu schmal für den Motor. Das können wir jetzt auch nochmal nachmessen. Wenn wir hier gucken, ja, wir haben hier knapp 5,7. Ja, und unser Motor hat ja 6 mm. Das heißt also, wir müssen jetzt irgendwie das hier erstmal wieder breit kriegen. Und auch hier, das werde ich jetzt erstmal versuchen mit dem Messer zu machen, bevor ich irgendwelche Maschinen hier in Anspruch nehmen werde. Weil, ich sage mal, hier eine Maschine angesetzt
da ist halt gleich ein bisschen zu viel weg und dann habe ich ein Problem mit der Auflage. Deshalb ist es erstmal besser, ich gehe jetzt her und nehme hier mein Messer. Da kann ich das schön Stück für Stück wegarbeiten. Und ich muss ehrlich sagen, als ich damals dieses Messer empfohlen gekriegt habe, war ich echt total stutzig und habe überlegt, oder naja, nicht stutzig, aber skeptisch dem Messer gegenüber gestanden und muss sagen, mittlerweile verwende ich das fast nur noch. Gerade hier bei so Automodellen finde ich das wirklich richtig klasse, das Teil. So. Oh. Wer sagt's denn? Das sieht doch schon gut aus. Und jetzt müsste das eigentlich schon besser aussehen. Da sieht es besser aus, aber hier zwischendrin, da ist natürlich noch ein bisschen arg viel. Dann nehmen wir wieder unseren Knipex-Seitenschneider. Eine Liste mit den ganzen Werkzeugen. Die stelle ich euch übrigens auch wieder in die Videobeschreibung rein. Da sind dann auch gleich Links dabei, wo ihr das kaufen könnt. So, das sieht schon wieder wesentlich besser aus. Also hier sieht es schon gut. Jetzt da vorne ist immer noch, und zwar, jetzt habe ich es hier schon so fest reingedrückt, dass er sich wieder nicht löst. Hoppala. So, das nächste, was jetzt im Weg ist, ist dieses Teil hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten, am elegantesten wegkriegen. So, dann wieder testen. Ah, das sieht schon wesentlich besser aus, finde ich. Jetzt kann man mal daneben die Teile wieder abmachen, dann sieht man nämlich auch, sag ich mal, wieder wie das Fahrzeug hier steht. Da merkt man, ja, da ist noch zu viel Druck. Also ich sehe, wenn ich jetzt hier drauf drücke, das geht runter und springt wieder hoch, also habe ich irgendwo hier noch zu viel Druck. Und ich merke auch schon, dass es hier noch klemmt. So. Deshalb auch wieder ab. Jetzt ist die Frage, wo drückt das hier? Ne? Könnte natürlich das hier sein. Was ich auch schon gesehen habe, dass es hier dann nicht ganz reicht, in der Mitte. Da ist der Motor nämlich noch im Weg. So, da werden wir auch noch ein bisschen was rausholen hier. So. Dann schauen wir wieder. Es drückt einfach noch. Also ich sage mal, wenn der Druck hier weg ist, hier vorne sieht es gut aus. Aber hier in der Mitte ist noch zu viel. Man kann das ab und zu mal so dran halten. Jetzt ist dann doch Zeit hier wieder für meine kleine Broxon. Und dieses Mal werde ich hier diesen Fräser hier verwenden. Auch hier ist natürlich wieder so, 6000 Umdrehungen reichen euch da 100% aus. Wir arbeiten hier mit Kunststoff. So, und jetzt werden wir halt hier vorsichtig das Material hier abtragen. So, jetzt haben wir hier das schön flach gemacht und dann werden wir auch wieder gucken und dann halt wieder mal gucken, wie sieht das Ganze hier aus.
das ist halt wirklich, sage ich mal, ein Geduldsspiel. Und man sieht, ich sehe, ich glaub's fast nicht, hey. Ich glaub's fast nicht, also ich kann es irgendwie noch nicht fassen, dass das hier passen soll. Ich sage mal, hier ein kleines bisschen noch, aber ansonsten sieht das richtig gut aus. Ne, es ist noch ein bisschen, ist noch Druck da. Also irgendwo drückt noch was. So. Also jetzt müsste es eigentlich passen. Perfekt. Kein Druck mehr, gar nichts mehr. Wir können das Teil dann gerade so drauf bauen. Das nenne ich mal richtig klasse. So, kann man hier wieder einen Haufen Müll, Dreck, ne? Ich hasse diese schwarzen Dreckspäne dann. Aber ich muss sagen, die Arbeit hat sich gelohnt. Unsere Pritsche passt drauf. Alle anderen Bauteile brauche ich jetzt nicht zu probieren. Also unser Führerhaus, da haben wir nichts verändert. Ja, warum soll das dann nicht mehr passen? Passt auch. Die Teile lassen wir jetzt auch erstmal wieder noch weg. Ja, die brauchen wir jetzt beim Umbau zum Open Car dann auch nicht. Die stören uns nur, kommen weg oder sonst irgendwas. Dann fliegen sie auch wieder hier rein. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Auch dieses Mal hoffe ich wieder, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr vielleicht auch so Erfahrungen beim Umbau gemacht habt, wo ihr sagt, hey, da habe ich ein Riesenprobleme zum Beispiel gehabt, wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich gucke mir die Kommentare an und vielleicht mache ich dann irgendwann darüber mal ein Video, wenn ich sage, hey, das Thema ist interessant. Ja, mache ich dann vielleicht mal ein Video drüber. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, drückt einfach mal kurz unten den Abo-Button und am besten aktiviert auch gleich die Glocke nebendran, denn dann erfahrt ihr immer sofort, wenn ich ein neues Video online stelle und ihr verpasst kein Video. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.